Ja, moin zusammen, wieder ein neues Video von Automobildepression. Also heute gibt es mal wieder ein Update zu diesem Saab 9.3 Cabriolet. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Ja, letztes Wochenende gab es ja kein neues Video von uns. Wir haben das ja auch angeteasert. Es lag an diesem wunderbaren, famosen Saab Cabriolet, was uns einfach nicht zum Drehort gebracht hat. Ein Renault 5. Und zwar ein ganz seltener Baccarat. Bonjour, mesdames, messieurs. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Renault 5 Baccarat, den Super 5. Ja, nochmal zu unseren Projektautos. Also wir haben euch ja schon, glaube ich, 2 Autos vorgestellt, wo wir gesagt haben, das sind jetzt unsere Projektautos und irgendwie haben wir die ganz liebevoll vorgestellt. Und so richtig haben wir halt nicht weitergemacht. Das liegt nicht nur daran, dass wir faul sind oder wenig Zeit haben, sondern der Baccarat ist verkauft. Also der war mir auch ein bisschen zu speziell und auch vor allen Dingen diese ganzen Gebühren da für den TÜV, bis man so ein Auto gedeutscht hat, sind alleine für die Gebühren über 500 € weg. Das war mir zu viel, also der ist weg. Das Saab Cabriolet, ehrlich gesagt, hat mich geärgert. Da kam jeden Tag was anderes. Irgendwie wollte er dann das und dann dieses, dann ging das Verdeck nicht mehr auf, dann ging es nicht mehr zu. Ich hatte keinen Bock mehr, also das ist auch weg. Der bleibt, den kenne ich, den habe ich wirklich besonders gern, ich mag die Form. Und ich hatte schon viele von diesen Autos und kenne mich hier ganz gut aus und den werden wir fertig kriegen. Und der ist ja auch schon relativ fertig, also im Sinne von fährt gut und hat TÜV und kann man mitfahren, hat ein deutsches Kennzeichen, macht alles, was man will und jetzt braucht er halt so ein bisschen Liebe. Das werden wir euch zeigen. So, das ist unser neues Projektauto, ein Peugeot 205, den hatten wir ja schon mal ausführlich vorgestellt. Das ist jetzt hier einer der allerletzten 205er, ein 94er Modell. Und zwar seht ihr das am ersten Blick hier schon daran, dass diese Kunststoffblende fehlt. Die hatten die letzten nicht mehr, da war nacktes Blech. Und es ist ein Automatik. Das war so ein relativ gehobenes Modell mit einem großen Motor, 84 PS ungefähr, also knapp 90. Servolenkung, Automatik, wie gesagt, und eine etwas gehobenere Ausstattung, die zeige ich euch gleich nochmal. Dieses Auto hat 215.000 Kilometer gelaufen, glaube ich 20 Hände, also 34 Besitzer oder sowas, also unzählig viele Besitzer. Ich habe es auch mal besessen, das ist längere Zeit her und jetzt ist es wieder zu uns gekommen. Und wir werden es natürlich immer wieder reparieren müssen. Also wir müssen jetzt schon akut was machen, das zeige ich euch jetzt gleich. Das machen wir nicht heute, das machen wir im anderen Video. Aber ich zeige euch schon mal, was so die ersten Fahrten so mir gezeigt haben, was gemacht werden muss. Er hat noch ein Jahr TÜV, also ich kann noch fahren, aber es ist jetzt schon leichten Handlungsbedarf. Also dazu gleich mehr. Also, gehobene Ausstattung hieß beim 205, dass er voll verkleidete Türverkleidungen hatte, also bis oben hin. Das war bei den normalen Modellen aus Blech. Der Automatik hatte hier so einen speziellen Stoff, die sich auch in den Sitzen wiederfinden. Und das große Armaturenbrett quasi, also wie im GTI mit Drehzahlmesser und Anzeigen für Benzin und für die Kühlmitteltemperaturanzeige und 2 große Warnleuchten hier, einmal für Öl und für Kühlwasser. Dann die große Mittelkonsole mit dem Automatik-Wählhebel. Die gab es sogar auf Sonderwunsch, sogar mit Klimaanlage in den letzten Jahren. Also das hat er aber nicht. So, dann zeige ich euch jetzt den Motor. So, bevor ich den Motor aufmache, das ist hier diese sogenannte Automatikhaube. Die ist eigentlich ganz gesucht heute, weil die auch so für Peugeot 205 Spezies irgendwie ganz begehrenswert ist, weil die hier so einen Huckel hat. Die ist also höher gebaut. Das liegt daran, dass dieser Motor auch etwas höher baut. Also dieser Luftfilter hier und vor allen Dingen, das ist eine sogenannte elektronische Einspritzpumpe schon. Das ist also kein Vergaser mehr wie bei den kleineren Modellen, sondern eine elektronische Einspritzpumpe. Und das ist der größere 1,6 Liter Motor. Den gab es auch mit 1,9 Liter Motoren in den GTI-Versionen. Und der leistet hier knapp 88 PS, also 65 kW genau.
Den gab es nur in Verbindung mit der Automatik. So, dieser Motor hat einen Zahnriemen, der ist hier. Den muss ich bald mal wechseln, das ist ganz wichtig. Und der hat ein Problem mit dem Kühler. Also das ist hier schon alles relativ eng. Der Kühler ist undicht, der muss gewechselt werden. Ich gehe mal davon aus, dass das hier wahrscheinlich ein spezieller Kühler ist, weil er ein Automatikgetriebe hat, also mit einer separaten Kühlung für das Automatikgetriebe. Das werde ich aber genau erst dann sehen, wenn ich ihn ausgebaut habe. Und er hat leider Gottes auch an der Vorderachse ein gewisses Bollern. So, ich würde jetzt mal, ich habe ihn noch nicht hochgehoben, aber ich glaube, es sind vielleicht die Traggelenke. Die kann man nicht einzeln tauschen, das weiß ich schon. Da muss man im Prinzip den ganzen Querlenker nehmen. Aber das gibt es alles noch. Also das werden wir in nächster Zeit machen. Der ist unfallfrei. Also er hat halt so ein paar kleine Parkrempler hier, diese Haube. Das will ich nochmal schön machen. Die muss wahrscheinlich nochmal gespachtelt werden und vernünftig hier nochmal anlackiert werden. Das ist ja schon alles ein bisschen verwittert, das darf auch so bleiben. Also wir werden jetzt hier kein High-End-Auto draus machen, aber so ein bisschen optisch darf ich ihn schon schöner machen. Die gelben Blinker sind natürlich nicht original. Da waren weiße dran, aber ich fand die gelben immer schöner. Zumal sich das auch hier in dieser letzten Version hatte der noch hier so Seitenblinker, also so quadratische Seitenblinker. Und es ist ein relativ spritziges Auto, dank des großen Motors, auch mit der Automatik. Ein bisschen durstiger als die kleinen Motoren, aber er ist halt in der Stadt wahnsinnig toll zu fahren. Mit der Servolenkung, das macht also richtig Spaß. Es ist ein Dreitürer. Das Problem bei den Dreitürern ist ja immer, dass hier durch diese Dichtungen, wo man hier auch schon sieht, die sind nicht mehr so richtig schön, kommt dann Wasser rein. Das ist bei dem noch nicht passiert, aber auch da werden wir mal sehen, dass wir das hier alles ein bisschen säubern, beziehungsweise die Dichtungen mal rausholen und die mal vernünftig wieder sozusagen weich kriegen mit so Pflegemitteln. Also das werden wir auch machen. Das ist hier auch immer ein Problem, dass die Dinger abfliegen. Die müssen wir auch nochmal irgendwie vernünftig machen. Die haben ja nur ästhetischen Wert, die haben also keine Funktion. Genau. Hier kommt leider Rost. Also die Heckscheibe ist geklebt. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Die Heckscheibe will ich auf keinen Fall rausnehmen. Also das ist schon so ein bisschen versiegelt. Aber das kommt weiter durch. So, der Kofferraum ist voll. Und ihr seht, auch das war ein Merkmal der gehobenen Ausstattung, dass der Kofferraum beleuchtet ist. Genauso wie das Handschuhfach auch beleuchtet ist. Erinnert euch noch an diesen R5 Baccarat, der hatte das ja auch, nur dass der noch Leder hatte. Und ja, das ist so ein bisschen die kleine Edelversion des 205er. Und ganz toll finde ich ja diese Schmutzfänger, original vom Peugeot. Also stehe ich ja total drauf. Das macht das Auto so richtig bisschen spießig, oder? Aber ich mag das. So, und genau. Problem immer bei den Zweitürern, finde ich, sind diese Sitze, diese Konsolen, die wackeln halt so mit der Zeit aus. Aber es ist sehr praktisch, hier hinten reinzukommen. Und was einfach toll ist, man kann hier sich einfach so hinten reinsetzen und kriegt den auch von Hand wieder zugeschoben und hat auch eigentlich genug Platz. Genau hier hinten war das halt auch alles verkleidet bei den gehobeneren Versionen. Also das war hier alles verkleidet, da war kein nacktes Blech. Das war bei den Normalversionen immer nacktes Blech. Hier ist das aus Kunststoff verkleidet. Also man hat sich ein bisschen Mühe gegeben. Und was ganz selten ist, was viele Peugeot und Citroën aus der damaligen Zeit hatten, also vorwiegend bei den großen Modellen CX oder BX oder bei den Edelversionen des 205ers waren die, jetzt muss ich den Schlüssel suchen, das ist mein Lieblingsspiel immer, in den 1000 Taschen 1000 Schlüssel suchen. Da ist er. So, wenn der Robert mal ein bisschen näher rankommt, er hat hier so eine Infrarotfernbedienung. Also das ist relativ selten, dass man die noch hat und dass die vor allen Dingen noch funktionieren. Und dann gab es zwei Versionen. Einmal mit so einem, hier war das ist der Peugeot Löwe. Und das gleiche gab es auch im Citroën mit dem Doppelwinkel, mit dem Chevron. So, und ihr werdet es kaum glauben, das funktioniert. Der hat hier oben so einen Infrarotsensor und damit kann ich das Auto zu- und aufschließen. Sowas freut mich tierisch. Also das gibt es noch zu diesem Auto. So, damit ihr seht, dass wir das hier mit dem Projektauto auch ganz ernst meinen. Wir haben jetzt hier endlich mal eigene Aufkleber. Ja? Also unser Kanal wird immer professioneller. Schon eigene Aufkleber, ja, Automobildepression, das heißt wohl YouTube. Genau, den klebe ich jetzt hier auf, bei minus 10 Grad. Er kommt jetzt hier auf dieses kleine, liebe Auto.
So, und jetzt ziehen wir das hier noch runter. So, gleich neben dem Rostfleck, damit es auch ein bisschen depressiver aussieht. Also, unser neues Projektauto, Peugeot 205 Automatik. Wir werden versuchen, dieses Auto wieder richtig schön zu kriegen. Also nicht übertrieben schön, aber so, dass es wirklich toll aussieht. Und wir werden viel damit fahren. Und wir werden euch immer wieder ein bisschen was dazu erzählen, was wir gemacht haben. Und vielleicht zeigen wir euch auch mal, wie wir dran schrauben. Also ich dann in der ersten Linie. Wenn euch das interessiert, würden wir uns freuen, wenn ihr euch das weiter mit anschaut. Kleines, unbedeutendes Auto, aber wie ich finde, unglaublich liebenswert. Also bis später mal. Ciao.